historisch. Die Briten sagen Ja zum Brexit und schocken so Europa. Schwierig. Die Position der Schweiz zu der EU wird nach dem Brexit-Entscheid noch heikler. Entschlossen die letzten News aus dem Schweizer Lager vor dem EM-Achtelfinal gegen Polen. Das sind TV 24 News am 24. Juni. Herzlich willkommen. Die Tagesschau, meine Damen und Herren, guten Abend. Alles blickt nach Großbritannien. Die Sendung heute ganz im Zeichen der Brexit-Abstimmung. Gehen oder bleiben? Großbritannien entscheidet heute über den Austritt aus der EU. Hoffnung für Kolumbien, die Regierung und die Rebellen. Es klirrt und scheppert im Kleinbasler Rotlichtmilieu. Seit ein paar Wochen terrorisiert der Mann die Webergasse und wirft den immer gleichen Geschäften die Scheiben ein. Zürich News mit der Tina Biedermann. Grüezi, schön schauen Sie Zürich News am Sonntag, 26. Juni mit diesen Schlagzeilen. Gerettet. Der Paul ist in Düsseldorf in einer Wohnung gefunden worden. Die Polizei verhaftet einen 35-jährigen Deutschen. Enttäuscht. Die Fans der Nazi warten am Flughafen vergeben auf ihre Lieblinge. Unwetter nach dem Jahrhunderthochwasser ist ganz unter die Herzen am Aufräumen. Der vermisste Paul ist gefunden. Schönen guten Abend. Unsere Reporter sind für diese Themen unterwegs gewesen. Kraut- und Knollenfühle. Ostschweizer Herdöpfelbauern kämpfen um ihre Ernte. Glück im Unglück. Nach dem Unwetter Freude. Tele M1 aktuell. Die News aus der Region Aargau-Solothurn. Heute mit dem Adrian Remund. Willkommen zum Aktuell. Um das geht es heute bei uns. Neue Details. Der entführte Paul ist offenbar sexuell missbraucht worden. Gefährliches Internet. Bye bye. Die Briten verabschieden sich aus der EU. Reaktionen und Einschätzungen bei uns. Grüß euch miteinander. Ein Schock. Ein britischer Pfarrer zu Bern kann nicht glauben, was in seinem Land ist passiert. Ganz anders. Britische Touristen zwängen. Das sind Teletop News am 27. Juni. Herzlich willkommen zum Wochenauftakt mit diesen Themen. Unwetterbilanz. Schadenexperten untersuchen die Zerstörung zu Rasadingen. Beschwerden. Die elektronischen Patientendossiers werden... Nachrichten aus der Zentralschweiz mit der Setrina Schaller. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu den Nachrichten an diesem Sonntag, 26. Juni. Die Zentralschweiz bewegt heute unter anderem das. Der Höhepunkt vom Jodlerfest. Tausende Zuschauer haben heute den Festumzug Schüpfheim genossen. Und wegen dem Fußballfieber und Ferien Blutspendendienst kämpfen über die Sommermonate mit Blutknappheit. Die Polizei sucht weiter nach einem Mann, der am Freitagabend zu Mutital im Kanton Schwyz Südostschweiz informiert am Freitag, 24. Juni, und das sind heute unsere Themen. Großbritannien will definitiv aus der EU austreten. Wir haben Reaktionen zum Brexit aus Graubünden.
Nicole Bernecker und Joss Stone. Guten Abend miteinander, ich begrüße euch zum Sommerprogramm hier auf Kanal 9. Das ist das Info am Montag, 27. Juni. Herzlich willkommen. Heute macht bei uns folgendes Schlagzeilen. Mehr Wachstum und mehr Zufriedenheit. Das Spital vom Berner Jura. Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 26 juin. Voici les titres de ce journal. Le jeune Soleroy de 12 ans disparu la semaine dernière a été retrouvé dans... L'école de patinage d'Evernay dans une situation compliquée depuis le choix du projet de Vanessa Gusmeroli pour en reprendre la gestion. 10 athlètes sont qualifiés pour les JO de Rio. C'est une belle cuvée pour la région genevoise. Le tableau est quasiment définitif et c'est un passionné d'aviation et d'espace. Il est de retour de Star City à Moscou. Boris Soter nous racontera son expérience dans quelques instants. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, l'actualité immédiate. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Actu en direct. Voici tout de suite les titres de ce lundi 27 juin. Les travaux de rénovation de la gare d'Yverdon-les-Bains sont terminés. Bonsoir, l'actu de votre région ce lundi commence par l'inauguration d'une prison, celle de la promenade à la Chaux-de-Fonds. Buonasera, è stato ritrovato dalla polizia a Düsseldorf il ragazzino solettese scomparso 8 giorni fa, con lui l'uomo che l'aveva adescato in rete. Il 12enne era entrato in contatto con l'uomo tramite un gioco online, le sue condizioni di salute sono buone e Paolo... Buonasera, in apertura torniamo a parlare del caso del chirurgo luganese bandito dalle sale operatorie. L'uomo è stato già licenziato 5 anni fa. Buonasera, benvenuti al Telesguard, a quai ai nostri temas. Il progetto per una nuova casa de Tira a Sogn Murezi deve continuare, malgrado che tutte le vicinanze hanno detto. Ad asci mal ai nostri freisens. Herzlich willkommen zu Neues. Das ist die Sendung, die dir das erzählt, was du einfach alles wissen musst. Tama! Sie ist auch da hinten. Sie hat nachher später Sendung, auf das kann ich nachher sprechen.